Hallo, hier sind wieder Patrick und Christian von AKA. Hallo zusammen. Und in diesem Video gibt es mal einen Menüvorschlag für euer Meerwasseraquarium. Wir möchten euch einfach mal rund um unsere Futterserie ein paar Infos geben, die wichtigsten Fragen dazu beantworten. Am besten, Christian, legen wir mal los und sagen, was gibt es überhaupt alles? Also wir haben ein Sortiment für unsere Fische im Aquarium. Einmal Flocken und einmal Granulat. Okay. Und dann haben wir auch noch unsere Serie für die Korallen. Für SPS-Korallen, LPS-Korallen, Anemonenfutter haben wir noch. Und speziell dann als Sparte haben wir dann auch noch unser Shrimp- und Crab-Futter. Okay, und unser Weichkorallenfutter noch? Genau, das haben wir relativ neu dann noch im Programm. Okay, wunderbar. Ja, von den Rohstoffen, das ist ja immer so das Entscheidungskriterium, lockt übrigens auch andere Bewohner mit an. Futter ist immer gerne gesehen. Von den Rohstoffen her, was kannst du zu den Qualitäten sagen? Weil damit unterscheidet man sich ja auch immer. Also die Rohstoffe haben eine sehr hohe Qualität, Okay. Zum größten Teil Lebensmittelqualität Okay. auch. Wir verwenden kein minderwertiges Fischmehl. Minderwertig deswegen, also wenn man minderwertiges Fischmehl nimmt, hat man meistens auch Grädenstücke und so mit innen drin. Wirkt sich relativ negativ beim Korallenfutter auf, weil dann können auch die Polypen verletzt werden dadurch. Das haben wir nicht innen drin. Wir haben auch kein Spirulina in diesem Produkt enthalten. Einfach aus diesem Grund, weil Spirulina zur Cyanobakterie dazugehört. Okay. Man weiß jetzt auch nicht, ob sich das jetzt dann in Trockenform dann praktisch wieder als richtige Cyanobakterie im Aquarium entwickeln kann. Darum haben wir es einfach grundsätzlich mal rausgelassen. Mal komplett rausgelassen. Wie würdest du sagen, wie wird das Futter angenommen, so aus Erfahrungswerten her? Sehr gut. Also es ist kalt gepresstes Futter. Die Granulade zum Beispiel ist Softfutter. Okay. Also sehr natürlich auch für die Fische und für die Korallen, weil es ist einfach kein fester Klumpen, sondern eine sehr softe Formulierung. Okay, also angenehm zum Essen. Angenehm zum Grätenfrei, wie wir gelernt haben, ist ja auch immer wichtig. Ja, wir haben immer noch die Sache, man kann mit unserem Softfutter, du sagst jetzt, ist es kein Klumpen, aber wenn gewünscht, könnte ich es auch zusammendrücken Man könnte es und auch könnte es zum Beispiel an die Scheibe kleben. Man könnte es zusammenklumpen und an die Scheibe machen, dass die Fische dann halt eine Zeit lang dran rumpicken können. Genau, ich kann es portionieren, sorgt für Beschäftigung, sorgt für Begeisterung im Aquarium. Genau, von den Futter, ja, ich sag mal, von den Konsistenzen her und auch von den Größen her haben wir ja alles genau abgestimmt. Sieht man ja immer auf unseren Label mit drauf. Wir blenden natürlich alle auch nochmal ein, damit die jeweilige Koralle oder der jeweilige, ja, hier die Fische davon eben am besten nutzen. Es ist von den Inhaltsstoffen, von der Größe, von der Konsistenz her genau auf den Einsatzzweck abgestimmt, was man praktisch füttern will. Anemonenfutter zum Beispiel ist ein Granulat, Softgranulat, dass die Anemone das besser aufnehmen kann. SPS-Futter oder unser Futter für Weichkorallen ist dann wieder pulverförmig, auch in speziellen Mikrongrößen, eben spezifisch für diese Korallenarten. Okay, also ihr könnt euch hier wirklich individuelles Menü gestalten. Genau. Für jedes Aquarium. Ich habe jetzt nicht einfach nur pauschal Korallenfutter und die Hälfte davon wäre dann quasi ungenutzt, sondern ich kann hier wirklich auf meinen Besatz eingehen, habe eine Dosierungsempfehlung mit drin, an die ich mich halten kann, habe höchste Rohstoffqualitäten mitverarbeitet. Genau, ja, zu beachten. Ich denke mal, Wechselwirkungen wird es jetzt hier bei solchen Produkten mit keinem Produkt geben. Wir haben aber noch einen Teamplayer mit unserem Garlic. Vielleicht dazu noch ein kurzer Tipp. Also mit Garlic könnte man jetzt die ganzen Futtersorten noch benetzen. Hauptsächlich das Futter dann für die Fische. Okay, dazu gibt es aber noch ein eigenes Video. Guckt euch das Garlic-Video noch mal mit an. Ist nur so ein kleiner Tipp, was noch als Ergänzung zur Futterserie passt. Ja, dann bleibt eigentlich nur einen guten Appetit zu wünschen. Gebt euren Korallen, euren Fischen, euren Shrimp and Crab Futter noch den Garnelen mit, werden sich bedanken. Ihr werdet sehen, es wird eigentlich immer ratzeputz aufgegessen aus den Erfahrungsgeräten. Sehr gut angenommen. Genau. Ja, wenn ihr Fragen dazu habt, zu dieser Serie, zu weiteren Produkten, bitte meldet euch auch gerne im Social-Media-Bereich. Dort findet ihr auch Erfahrungswerte von anderen Anwendern, Anwenderinnen. Ihr könnt uns E-Mails schreiben, ihr könnt uns anrufen. Wir sind da immer mit Rat und Tat zur Stelle und sagen ansonsten, ja, guten Appetit. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.